Laten we het beten. Vader im Himmel, wir danken dir, dass du bist so gut für uns und zu uns. Du hast immer Ruhe für uns, immer Weisheit für uns. Und wir danken dir, dass eben von der und nie ab dieser Stunde für die, dass du uns weiter abheben und Mut geben und Weisheit lehren. Wir danken dir für das in Jesu Namen. Amen. Vandaag zijn we bij de laatste message van Abraham. En Abraham is in het Nieuwe Testament nog verder opgesteld. Dus die wordt ons wijzen dat wat we met geloven God eeren. Met God geloven en zo verder. En einmal hadden mensen met het beeld in het Oude Testament kunnen die mensen zichzelf geraken met gezaten houden. Met Abraham is dat alle waar, en dan neemt dat alle voort, dat is nog niet zo geweest, dat God zijn mensen zich kunnen geraken met gezaten houden. Dat we immer, dat God wordt in Heiland checken, wat wordt de zin betonen, umsonst. En dan, die mensen wat aan worden geloven, die worden hem dan eeren met haar leven. En daarmee komen de gezaten. En ik geloof, en na schuld van de gezaten wat God in het Oude Testament nennt dat, als om ons leren wat is heilig en wat is gewöhnlich. En I don't know if je zijn opgewassen, of we hadden Kleider van de school gaan, en dan Kleider zum spelen, oder zum schaffen. Dat waren heilige Kleider en dan alderse Kleider. En krijg zo in de kerk. We moesten dan somehow proberen aan te trekken dat we heilig ons opstaan nemen voor God. En dan de andere deel, zum schaffen, dan moesten we gewöhnliche Kleider brengen. En wanneer we een lach hadden naar een vlek, dat was oké. Maar ik denk dat wat de gezaten alle aan proberen te leren, dat God is heilig. Hij is niet van de gewöhnliche. God is hoog ook heilig. En de gezaten werden om ons dat leren. En even
even von der, wir ehren Gott, wenn wir am horchen und wir wissen, was heilig ist und was nicht heilig ist und was wir machen, ab jeder steht down. Und so, Abraham gelieft Gott. Und von dort kam ein Leben, was am ehren deed. Und so, dort klar, wo wir hinkommen. Wir leben Gott. Er hat uns Jesus geschickt, dass er würde Sinn betonen, dem sein Blut wird ich gegoten worden. Und dadurch wird der Sinn betont, der wird abstehen von dem Tod. Und dann, wenn wir dort annehmen, dann können wir Gott ehren mit uns Leben. Und dann verändert er unser Leben damit. Und dadurch können wir bekehrt sein und können wir Gott ehren und horchen und so weiter. Und so, Abraham ist das Bild von dem, was Gott horchen deed und geleben deed. Und damit kann er Gott dienen. Und so, Abraham ist das Bild für uns. Und Abraham und Sarah, taub, die leben für Gott und die waren nicht Unfehler, aber die hatten viel, was sie denen für Gott tun. Und das Bild im Alten Testament, wir all dort. Abraham würde uns das Gospel, die Seligkeit wiesen. Abraham would teach us the gospel, the blessing for everyone that would come for the whole world, for all time. So Abraham wie die Worte würde aufmerken und sagen, die Worte wiesen, was der Glauben ist. Und so, das was wir nehmen können von Abraham sein Leben. Ich sehe bei der 18. Chapter, und dort kommt Abraham, was der Tit wo sie haben noch nicht Isaac gekriegt, aber das kommt dicht bei. Und da kommen 3 Männer nur am Spazieren. Und Luther sagte, the Lord appeared to him. Und da was Gott wieder dabei. Und dann sagte er von 3 Männern. Und dort die Hand trägt the Lord und the man. Und dort sind Gott seine Menschen oder Gott oder die Engels, wo er reden, der zu Abraham und zu Sarah. Und da sagen sie weiter, dass Sarah Wort ein Kind haben, even wenn das auch allmählich sitzt, oder wird allmählich sein, really. Physically wird das allmählich sein, aber Gott wird das tun, und das wird entwiesen, dass Gott hat Kraft zum tun, was da allmählich wird. Und wir nennen das Miracles, nicht so? Und so, dann an der 18. Chapter, in der 14. Vers von Genesis, da sagt es, is there anything too hard for the Lord? And then sagen sie, at the appointed time, I will return to you about this time next year, and Sarah will have a son. Now, für Gott wird nicht zu schwer. Er kann durchbringen, was er will, because er hat es versprochen. Und das ist uns Glauben noch, was Gott versprochen hat, das wird passieren, nicht so? Was Gott versprochen hat, das kann er tun. Das kann er fertig merken, und dort wird dann wieder das Bild haben von Abraham und so wieder. Okay, so steht, okay? Und so dann jetzt die Geschichte damit wieder, und nie jetzt war es nur Abraham und Lot. Lot wie sein Nephew, und dem hat er mitgebracht von Canaan, oder nee, von Ur of the Chaldees, way back from that land. Anyway, Abraham hat dem mitgebracht, und so, aber Lot hat gewählt, dass er würde bei Sodom, like in der Jordan Valley, da wird es so fein, da wird Wuta, da wird feines Land, wo sie können fein bühren, und so Lot hat gewählt, dass er würde da wohnen, und Abraham hat gesagt, wenn die da ist, da will ich an der anderen Seite gehen. Und so, da in der Jordan Valley, by the way, when they go to Israel, ich war da mit uns Jungtaub, probably about 10 years ago, 12 years ago. Und das ist sehr interessant. Die Jordan Valley ist, da sind nicht viele Städte in Israel, wo wir wären, wo das so fein recht ist aus dem Jordan Valley. Da sind some andere Valleys, wo auch fein recht sind, aber die Bäume sind sehr dreckig und sehr bloß steinig. Aber in den Valleys ist es viel besser. Und so, dort, wo Lot hat sich gewählt, er würde wohnen. Aber das Trouble wir, da wären Menschen, die wohnen, in Sodom und Gomorrah, die sehr dumm leben. Die haben sich sehr verschwindet für Gott. Und so, dann kommt es hier bei dieser Rede. Und der 17. Vers sagt, chapter 18, verse 17, sagt, and the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do?
seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed through him. So, de komt de ware terug, dat this blessing wat Abraham ons wiesen deed, dat wordt daar komen even bij ons. En zegt hij, zal ik van Abraham dat toehouden wat hij wordt doen? Or the judgment wat no Sodom en Gomorrah wat komt. En, dat waarom we de schrift hebben. God merkt zich immer weer op en zegt, dit is wat er komt. Dit is wat ik wil doen. Dit is wie ik zie en dit is wat het leven passiert. En daar werden we ons leren van hem. En dat is heel wonderbaar dat God immer wijzen dat, kijk maar, ik wijs je wat er komt. Er komt judgment. Er komt straf voor de zin. En wanneer we ons davon losmerken, dan komen we los van de straf. En dat is waarom wie naar Jezus komen, dat Jezus ons voor de zin vergeven en losmerken van de straf wat er komt, niet zo? Maar de wereld merkt zich er niet los van. En zo, die gaan bloß blind wieder. En zo, dat wordt de warning hier zegt. En zo, dat is interessant dat God hier zegt, ik wil Abraham dat zeggen, dat de mensen niet blind zijn, wat van de judgment te komen wordt. En zo, dat kan we zijn in de schrift. Immer waar zegt God, post op. Ik wijs je wat er komt. Ik wijs je wat het wordt doen wanneer Jesus dort leven. Ik wijs je wat ervan komt. En dan in de 19e vers, daar zegt het, I have chosen him, or I have chosen Abraham, that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring Abraham to what he has promised him. Sehr interessant, wat hij zei tot Abraham. God heeft hem gewählt, om dort naar ons brengen, durch alle de ages, dat het zal gebracht worden, dat hij zou zijn kinderen opbrengen, zodat die de nächste generation brengen, en dat het immer wordt wieder draaien met onze kinderen. En dat is interessant in John chapter 15. John chapter 15, wanneer je een Bibel hebt, kan wij met lezen. John chapter 15. En daar in vers 14 zegt het, ik zal een beetje weer terug. Verse 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. In other words, we geven zodat anderen wat gaan. Lay down your life for your friends. That's what we doen. And that's what Jesus voor ons gedaan heeft, en zo wieder. Verse 14. For you are my friends if you do what I command. In other words, when we got harken and earen, that's how we got zijn friend. Verse 15. No longer do I call you servants. Je zegt niet arbeiter. For the servant does not know what the master is doing, but I have called you friends. In other words, family. Oh, niet zo? For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Dat waren dat beeld. Jezus kwam en dat ook waren dat beeld opmerken te wijzen wer God weer. Dat we hem zullen verstaan en dat we zullen weten, wat we hem zullen dienen en eeren. En dan op het 16e vers zegt het, For you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. Almost exactly what Abraham gezegd weer. I have chosen you that you may command your children, and then the children, and then the children, and then the children. Niet zo? Amma wieder. En ik wil je een encouragement zijn. We in de kerk reden verten van waar dat we outreach, waar dat we missions en waar dat we andere mensen in het evangelium brengen. En ik wil je krijgen, vergeet niet van jullie kinderen. Die zijn number one in jullie list. Wanneer we onze kinderen verlieren, dan heeft de kerk meest geen future. En ik geloof, een van de grootste succes, wanneer we worden wat in de laatste dag zijn, en we komen alle bij den dag sometime, dan willen we terugkijken, wat hebben we gedaan met onze kinderen. And I want to really encourage you. Your children are your first job. That they will believe God and that they will believe you. And we voeders, we zijn eenmaal veel te hard aan onze kinderen. Dat die zich wegstijten van ons. En ik wil zeggen, voeders, neemt jullie kinderen, neemt die dichtbij en zeggen, I love you.
Say, it's you that carries our faith. Dat zijn de arbeider van de future. En even in de kerk, neemt de jongen op, zoals van dat de nächste generation zijn, niet zo? Neemt die op. Because it's so like eens moeten zijn, dat zijn pas kinderen. No, dat zijn de future. En dat zijn die wat God ons gegeven heeft, zodat de kerk kan wiedergedrecht, dat de geloven van Abraham kan wiedergedrecht in de future. En er zijn veel mannen die zijn zeer rijk en succesvol en hebben ihre families verloren. Dat is niet succes voor God. Amen? Dat is niet succes voor God. Dat wordt veel beter zijn wanneer we arm werden, maar onze kinderen taub am geloven. Amen? En laten we ons allebei in proeven groot en direct te zijn. En zo wieder. So ik wil je bloos toedoen. Neemt jullie kinderen zo op, zoals van dat is je future. Because that is. En dat wordt de kerk arbeid wieder draaien in de future. En dan komen we hier bij deze geschichte, waar vers 20, en zegt God, waar ik wil je wat zeggen. And verse 20 zegt, then the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and their sin is very grave, I will go down and see whether they have done altogether according to the outcry that has come to me. And if not, I will know. So in other words, what God hier sagt, ik ga je hier, de kamp je schreck, or de kamp in je kleur. Something as aardig in Sodom and Gomorrah. En zegt ik wil gaan checken. Ik wil zelfs persoonlijk gaan in zijn woord over alle vrijheid. En ik heb me verder gevraagd, wer merkt hier een geschrecht? Because je Luther komt de geschichte, wo Abraham met deze engels en met deze mannen dat reden. En dan zegt Abraham, well, wanneer 50 righteous weer, dan wordt ze op dag niet. De Sodom en Gomorrah alle judgen. Te niet meer. En dan heeft het wat 40, of 44, en dan 40, en dan 30, en dan 20, en dan 10. En dat zijn niet 10. Er zijn niet meer 10 mensen in Sodom en Gomorrah, wat opheven voor God. Door weer Sodom, Lot en zijn vrouw, en 2 van zijn meisjes. Maar er weer niet 10. So van waar komt dit geschrecht? Ik heb geen real good answer except wanneer er trouble is in onze wereld, wer krijgt het domste davon? Wer krijgt het schlimmste trouble wanneer er krieg is, wanneer er trouble is? Wanneer we adults ons jachten doen met wat immer we alle jachten doen? De kinderen. De kinderen. De kinderen die roeren te vechten. En de kinderen worden veel te zeer dan behandeld, raf behandeld. En die zijn onhelp. En ik geloof, ik kan geen ander antwoord vinden als dat de kinderen hebben geroerd. En God hittert. En voor mij is het zeer wichtig, because, weet je wat, we zijn in een wereld waar de kinderen te zien geschoven worden, immer weiter. De anderen verrieten zich en gaan einer een andere weg, einer diesen weg, en einer verleeft zich, en einer dit en dat jaar, en de kinderen zijn alleen. En die probeeren zich er wat van te merken, en vielleicht zijn die van zo'n kinderen, wordt het als dom gegaan in je huis, aber doch somewhere heb je een teruggevonden. En we ehren God en danken God voor zo'n. Aber wat er passiert met de kinderen, deze wereld wordt nog maar gejudged worden, because wat passiert worden met de kinderen. De kinderen worden immer te zien geschoven, zoals van dat is niets met die. Die worden zich al weten. Ik geloof, we zullen hebben horchen dat God past op naar zijn kinderen. Jezus heeft some zeer grote dingen te zeggen. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Daar zegt Jezus nog some dingen. 18 verse 5 and 6. Daar zegt het, whoever receives one such child in my name receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck
and be drowned in the depths of the sea. In other words, God heeft keine geduld voor die wat de kinderen worden toeleiden en trouble maken. Waar we de kinderen opheven voor God, zodat die mout aan. Weet je, waarom God in het Oude Testament, like Sodom en Gomorra, en dan weer in al zijn andere landen en mensen, wo God strafen deed. Even Israel wordt dat land gegeven, dat Canaan-land wordt aangegeven. En waarom? Because die mensen hadden zich verleefd en God nam in het land voort en geeft dat naar Israël. Geeft dat naar Abraham en zijn mensen, because die mensen verleven zich en eventually komt God met straf aan. En ik geloof dat passiert vandaag nog. En dat eventually komt God en zegt, je leven zo dom dat ik wil je tot land voort nemen. En I don't know of jeder krijgt wat te doen heeft, maar ik geloof dat heeft nachtschriften met te doen. En dat mensen zich zo verleven dat eventually zegt God, dit wil ik niet wegnemen. En dan komt het terug en wat immer er komt, God je in some mensen, er is je in some landen en heeft de nächste land op. En eenmaal bloos door zijn wijsheid, niet door onze wijsheid. Maar ik wil je nog een ding zeggen. Veel van die religions wat de heathen of ungodly religions zijn, die doen ihre Kinder sacrificen. En dat in de heathen or animist religions, er zijn veel waar ze de Kinder doen, oder mensen doen sacrificen. En dat hebben ze vielleicht nu een beetje alle opgeheerd, maar dat in de jaren terug, wo God het zei hier en anders. Jullie God, dat dam voor jullie Kinder, ons God heeft op de Kinder. Jezus, der God, heeft op de Kinder. En zo, even zo'n dingen als nu ganz kort waren in de nieuwswereld en in India, wel die zaad ophieren met dat de mannen, rijke mannen, kan zich ganz jonge mjals bevrijen. De kleine kinderen wat nog gar niet groot genoeg zijn om zelfs wat weten. Dat de mannen zich niet meer kan die mjals opnemen. En dan hier waren dat met alle deze dingen wat er omgaan in de wereld. De jonge mjals wordt zo leicht verbruikt. Die wordt verdorven en dan schmieden ze zich in de wereld aan en dan zeggen we, oh, dat zijn best domme mensen. Nou, dat zijn verdorvene kinderen. En ik wil zeggen, we hebben manchmal ook veel te veel verdorvene kinderen, wat zijn plus gebruikt worden, voor some man zijn pleasure, en dan worden ze voetgeschmeten. En dan schmieden ze zich zelfs voort. En wie man zijn holdet, wel we die kinderen, en especially die mjals eeren, dat die safe zijn mag ons. Dat die niet worden demig verbruikt en te zien geschmeten. Maar dat is wunderbar dat God kan jeder Mensch heilen. Aber dat merkt immer noch ein Scar en Trouble für, ich glaube, einmal für lebenslang. Ik weet, ik had een vriend, had zich ook bevrijd. En dan later dan fängt uit dat zijn vrouw heeft Trouble gehad in de jeugd. Dat some andere mannen hebben en alles al gedaan. Dan sagte ik naar, we hebben es nie nicht kunt gescheit freien en ons befrieden. Because dat we immer am Stich. En wanneer de zon im Stich is, goed nog halb. Goed nog een counselor en zei, waar we dit moet durchschaffen, dat we dat kunnen loswerden. Zodat we kunnen wiederleben. Anyways, ik wil ermee wieder gaan. Abraham komt hier, but wo dat ware komt, wo deze mannen komen, en dan, en dan, wat Abraham dat toch aan dat God wordt deze mensen straffen. En dan heeft Abraham deze vrouw, verse 23. Abraham drew near and said, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? En hier is interessant, Abraham kent God. En hij zegt, God, die weet je bedacht. Die wordt niet die judgen wat er gerecht zijn, wat er honest
ver die leven doen. And it's interesting. Verse 25 says, far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. In other words, die wat geloven en gelacht zijn door Jezus Christus, die worden doch wirklich nicht so gejudged worden, als die wat bisher weltlich gelebt und gottlos gelebt, nicht so? And that's what he is saying that. And dann sagt er, far be it from you. Und dann haben wir hier eine Frage, was wir fertig mit noch gehen. Sagt er, shall the judge of the earth, shall not the judge of all the earth do what is just? En ik geloof, dit is de geloven wat we hebben voor God. Dat jeder mens wat gestorven heeft, wat er voor God komen heeft, dem wordt God ganz gerecht judgen. Der wordt zich niet laten verbijzen of verleiden met wat hij alle gedaan heeft, goed of slecht. Der weet wat hem hart is en der weet wat hij zal damit doen. Niet zo? En eenmaal hebben we mensen wat gestorven zijn en we weten niet wat het staat met die. Aber Gott weet. En we moeten ons ganz op dat verlaten, dat God weet. En hij wordt het recht doen. Ik weet, some jaren terug, we waren in Saskatchewan en er waren some families in onze kerk. En dan kwam er nog een broeder, wat er really niet naar de kerk kwam, aber ik traf hem eenmaal met wie das eine Lied, wie den Combine abfixen und so, dann wir da einen Combine abfixen und das Onkel kam da auch. Und leer ich ihm da ein bisschen an und am einmal kurz nur dem vorgegeben hat, dem sie ein Jung hat sich selbst zu leben genommen. Und dann früh ich das Bruder auf, ich würde gerne sein Bruder fahren. Also, der haben keine Kirche, der haben kein Prediger. So, ich fand den Onkel. Kann ich kommen spazieren. So, ich fuhr nur dorthin, wo das passiert wäre. Und dann schlemmten die in den Roden und trüden Seier. Das wir sehr deep am Hort. Was wird Gott mit das tun? Wann haben wir sich das dort anbringen wird? Und die Antwort ist, Gott weiß und Gott wird es recht tun. Er wird nicht recht judgen mit jeder Mensch, nicht so? Und wir sollen aufpassen, dass wir nicht some anderen Menschen proben zu verdammen, wenn wir wissen, Gott wird es recht tun. Er wird nicht dort recht merken, somehow mit uns glauben, oder was wir sein können. Gott kann das hart sein und Gott kann alles durch sein. Das weiß wir nicht, ob die seilig sind oder nicht, aber das braucht wir nicht wissen. Wir müssen wissen, dass Gott wird es recht tun und das ist an Glauben. Der wird Jesus angenommen, die sind versprochen, dass Gott wird an abnehmen. Und die wird nicht nur Jesus gekommen sind, die sind dann ohne Help. Die sind dann ohne Gott, seine Help. Und die sind dann ohne Jesus und dann sind die schuldig für alles, was sie tun haben. Die wird durch Jesus vergift sind, die sind dann los von all der Schuld. Und so das viel wird. Anyway, Gott ist der, was recht tun mit all uns, auch mit unseren Kindern und was immer da kommen wird. Anyway, ein Bett wieder. Das kommt zu, wo Abraham dann reden mit Gott und die Engel kommen und es ist interessant, dass da kommen waren zwei Engel nach Sodom und dann kommen die nach Lot dort zum und die starten mit spazieren oder was immer die noch kommen. Und dann will Lot haben, dass sie sollen bei arm bleiben, nicht an der Stadt oder auf der Street bleiben. Und dem ist so wieder. Und das ist sehr interessant, dass Lot es versucht, diese Menschen mitzuhalten, oder diese Männer. Und dann kommt es so ran, dass sind actually Gott seine Engel, die kommen. Und Lot versucht da beschauen. Und das ist interessant, ich will am Klima wieder skippen, Nummer 9. Gott will Lot von dieser Stadt nehmen, so dass er kann. Die judgen und die destroy und dann arm über rescuen, saven. Und es ist interessant für mich, Lot weiß nicht ganz genau, ob er kriegt so mit will, als Gott ihn will nehmen. Und mir ist es sehr interessant, like Lot,
wo die Pastidie an der Sodom und Gomorra Welt nangelaten, dass du nicht mehr ganz nahe weißt auf die Rüt warst. Und eventually kam der Rüt. Aber die Frage, was ich habe, wir leben auch in einer Welt, wo es sehr dicht bei Sodom und Gomorra gekommen ist. Viel zu weit in dieser Welt nennen. Kommt das alle nennen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht so deep nennen lassen, dass wir mit einmal tief sein manchen. Wir brauchen nicht verdammen, da ist was anderes, das kann Gott tun. Aber wir müssen es nicht tief merken. Und die sehen, was die sich tief merken. Nicht so? Wir müssen sagen, das sind Jahre und wir dann anders. Und so, da wir uns Leben so für Gott leben, dass wir nicht so mitgehen, dass wir mit einmal so sehr passen, dass wir nicht weiten und wollen sehen, wie wir wirklich sind. Wenn so, und wenn wir zu der Top kommen, das ist einmal, dass wir kommen rüt, zum sagen, wir sind die, die uns rüt loten klären. Gott klärt uns rüt, dass wir würden nicht manche Welt verdammt sein. Dass wir da nicht würden mit einmal so tief sein, dass wir nicht weiten, wo wir haben hier. Und ich danke Ihnen sehr, dass ihr kommen seid. Und klärt auch andere, dass die auch würden kommen, dass wir den können, dem ich Gott ehren. Und so, weil wir Gott ehren dadurch, und ich weiß, ich habe Ihnen all sorten Fähigkeiten gebracht, und ich würde beten, dass wir würden können Gott sehen Wut und sehen Stamm hier und hier durch. Vor dem Himmel, ich danke dir, dass du uns einmal lehren lässt, was du kommen nicht und was du strohfest für die, was sich nicht von der Sinn losmerken. Und wir danken dir, dass du uns hast Jesus geschickt, durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes und eben durch die Gemeinde. Ich habe uns einmal abfrischen, dass wir können die hören und dass wir können das Tracht drehen, dass wir uns haben für die und losmerken von der Welt. Wir danken dir für das in Jesu Namen. Amen.